Hallo zur neuen Folge von Gersts Tagebuch. Es dreht sich weiterhin alles um Monaco. Wir sind fleißig am Bauen von Monaco und ich kümmere mich natürlich primär um die Formel-1-Strecke weiterhin. Vor 4 Jahren angefangen. Vor einem Jahr habt ihr schon eine Kreisfahrt gesehen, aber die war nur auf einer Linie. Da waren keine Spurwechsel dabei. Das ist ja das, wo wir seit Monaten dran sitzen, mit vor allen Dingen viel Mathematik, Softwareproblemen und ähnliches. In der letzten Folge haben wir euch ja gezeigt, wie Nico und ich so ein bisschen an der Strecke planen, weil wir sie demnächst bauen wollen. Da ist Nico fleißig dabei, da zeige ich euch in der nächsten Folge wieder mehr. Diese Folge wird sich eigentlich eher um das Thema Sound der Formel 1 kümmern, aber Axel hat mich gerade angerufen, ich soll unbedingt sofort kommen. Deswegen würde ich sagen, Gentlemen, start your engine. Das Auto fährt eine Runde. Mit Bremsen vor der Kurve, mit Spurwechseln hier. Es sind wirre Parameter, die unserem Test einfach nur dienen. Fährt wieder um die Kurve. Das heißt, wir haben eine Runde mit Spurwechsel gefahren. Zwar noch ohne Räder, sah auch ziemlich sauber aus, weil mit Rädern. Ich kann euch das mal zeigen, was es bedeutet, wenn die kleinste Reibung ins Spiel kommt. Dann wird es, wir haben damit gerechnet, es läuft alles wie erwartet, rockelt es wie Hölle. Das ist so jetzt die nächste Aufgabe, die es zu lösen geht, dass das Auto so hin und her zappelt. Hier sogar gerne auch mal stehen bleibt, weil es dann zu starke Reibung hat. Aber wir fahren gerade mit ganz wenig Strom, weil letztes Mal, habt ihr ja gesehen, ist ein Netzteil um die Ohren geflogen. Das Mal davor ist die ganze Anlage um die Ohren geflogen. Wir haben den Strom ganz niedrig, gehen lieber das Risiko ein, dass es mal stehen bleibt, das Auto, damit wir jetzt mal ein bisschen testen können. Aber jetzt mehr zum Thema Sound. So, hallo aus Monaco. Die ersten Häuser entstehen hier. Wir haben die Deckenlichtanlage schon an die Decke geschraubt. Es geht langsam voran und es ist noch schön ruhig. Aber das wollen wir ja ändern, denn die Formel 1 ist laut und das Thema Sound beschäftigt uns schon seit einigen Wochen und geht jetzt gerade in eine heiße Phase. Denn wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach. In Wirklichkeit steht man als Zuschauer auf der Tribüne sitzend oder irgendwie an der Strecke und das Auto fährt vorbei. Es kommt und schon ist es wieder weg. Das heißt, Sounds, die irgendwo aus dem Zuschauerbereich aufgenommen werden, von uns oder durch andere Leute, funktionieren bei uns einfach nicht, denn wir gucken hier aufs Ganze. Das heißt, bei uns ist es gefühlt so, als Zuschauer sitzt man im Hubschrauber und fliegt über die ganze Strecke rüber und hat den Sound von allen Autos gleichzeitig. Also eine Sache, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Wir können versuchen, das über Softwareprogramme zusammenzumischen, da sind wir auch fleißig dabei. Was passiert aber, wenn 22 Autos gleichzeitig Motorengeräusche machen? Es gibt nur noch akustischen Matsch. Ein Problem, was wir eigentlich schon fast gelöst haben, wenn wir denn die richtigen Sounddateien hätten. Also sprich, wir müssen ja die Sounds aufnehmen. Dazu könnte man in einem Auto sitzend mitfahren. Das gibt man bei YouTube einfach mal ein, Cockpit-Aufnahme und hört. Das klingt nicht mehr wie ein Formel-1-Auto, das brummt eher. Das klingt dann so, weil man müsste eigentlich mit einem Mikrofon 15 Meter hinter einem Formel-1-Auto identisch schnell ohne Windgeräusche hinterherfahren und eine ganze Runde aufnehmen, dann hätte man es. Gibt es nicht. Falls hier ein Formel-1-Team zuschaut, wir könnten gerne mal zu euch auf den Prüfstand kommen und da das Mikrofon ranhalten, wenn ihr schön unter Last einen Motor testet. Das ist noch eine Idee. Klingt aber auch nicht perfekt und wir wollen es ja perfekt haben, weil es ist nicht draußen, es ist nicht unter realistischen Bedingungen, aber vielleicht wäre es eine Lösung. Also versuchen wir gerade das, was nahe liegt, wir versuchen es mit dem Computer zu erzeugen. Und da gehen wir mal zu Sven, ob er schon Fortschritte gemacht hat. So, Sven ist nicht da, aber das ist ja Zeit genug, dass ich mal ein bisschen Soundcheck hier mache, ne? Okay, dann baue ich mal das Lenkrad hier ab, damit Sven uns mal was zeigen kann. Und zwar gibt es Softwareprogramme, sozusagen Sound Engines, da lädt man einen Grundsound rein und kann mit dem dann spielen. Das ist synthetisch, das gefällt mir natürlich nicht so gut, aber gar nicht so schlecht von den Lösungen. Sven zeigt uns das gleich mal. Da hast du jetzt was für einen Sound eigentlich als Grund genommen? Der Grundsound ist im Prinzip der Sound, den wir jetzt vorhin im Spiel aufgezeichnet haben. Aus dem Spiel rausgenommen. Genau, okay. Das ist im Prinzip so ein Beschleunigungssound. Und dann schaltet er die 6 Gänge durch. Ja. Und so. Du suchst den Teil raus. Und da suche ich mir einen Teil raus. Das wird halt hier so ein bisschen grafisch dargestellt. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und dann hast du einen Sound, den du verstellen kannst, wie du möchtest. Hier kann man noch ein bisschen an den Kurven rumspielen. Rauf, runter, links, rechts, damit die Abstufungen ein bisschen feiner sind. Und das Ganze kannst du dir dann in so einen Simulator reinlegen und dann selber halt bremsen, schneller. Hier ist jetzt gerade ein bisschen... Schaltet der schon? Der geschaltet. Ich hatte einen älteren Test von dir mal, da war der Grundsound aber nicht so gut gesehen. Da kann man richtige Schaltvorgänge machen, die schon gar nicht schlecht klingen. Aber das ist halt auch genau genommen immer noch die große Herausforderung für uns,
Wir können damit Sounds generieren. Wir können auch mit den Spielen eventuell Sounds generieren. Also wo kommt eigentlich unsere Soundgrundlage her? Aber was machen wir dann am Ende damit? Das ist eine Sound Engine, die wir eventuell auch fernsteuern können. Das heißt, ich habe in meinem System meine 22 Autos, die ich da so steuere und weiß ja ganz genau, was sie gerade machen. Bremsen, Gas geben oder irgendwas. Und könnte dann einen Befehl schicken an diese Software und die macht den passenden Sound dazu. Das sind dann aber 22 Autos. Und als Zuschauer, Blick über die gesamte Anlage, hast du den Sound von 22 Autos gleichzeitig. Da habe ich Angst, dass es Matsch wird. Naja, das ist der Unterschied. Also das ist jetzt keine Musik, sondern halt ein Motorengeräusch. Und die haben einen einzigen Vorteil, die sind immer sehr schnell gleichförmig. Und dadurch, dass die immer ein bisschen unterschiedlich sind, hast du nicht auf einmal irgendwie den ganz großen Brei. Natürlich kannst du nicht alles so stark laut machen, also die Lautstärke macht es dann nicht, sondern einfach die Breite, also aber wenn ich 22 Mal das Gleiche mehr oder weniger mache, der einer gibt Gas, Bremse, dann ist das doch nachher nur noch Einheitsbrei. Und dadurch, dass die das zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen, wie zum Beispiel jetzt hier, wo wir einfach mal in die Timeline einen und denselben Sound unterschiedlich abgelegt haben, klingt das etwas anders. Wenn man dann auch noch links, rechts, hoch, runter und so weiter diese Informationen mit in den Raum reinbringt, klingt das gleich ganz anders. Wir werden das ausprobieren. Ihr seht, das ist ein spannendes Thema, was so simpel ist eigentlich, klingt zumindest momentan für uns kompliziert, weil wir es einfach erstmal ausprobieren müssen. So eine Idee wäre auch, wir können exakt ein Auto steuern, das fährt eine Trainingsrunde und der Sound ist perfekt und wird auch mit unterschiedlichen Lautsprechern so abgebildet, dass man als Zuschauer merkt, das Auto fährt. Kommt ein zweites dazu, macht man es noch genauso, kommt ein drittes dazu und sollten wir feststellen, dass es dann breiig wird, können wir immer noch irgendwie damit einen Ambient-Sound machen, der dann so als Kulisse dient und nur noch Akzente setzen, da wo gerade ein Auto bremst oder wie auch immer und Zuschauer davor stehen. Weiter Weg, interessantes Feld, aber die Grundlage ist wirklich, wir brauchen die richtigen Sounds. Das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt. Ich möchte keine synthetischen, ich würde sie am Ende nehmen, aber wir brauchen irgendwie ein Auspuffrohr, ein echtes. Und hier ist ein Auspuffrohr, wir haben es ausprobiert und man kann damit Formel 1 Sounds machen. Kommen wir übrigens zum nächsten Problem. Die Formel 1 hat ihre Zylinderzahl geändert. 4 oder 6 Zylinder. Mit Turbolader. Noch 12.000 Umdrehungen bis 15.000 mit Turbolader. Die klingen ganz anders als wie noch vor 2 Jahren. Wer also nicht so oft Formel 1 schaut, der kennt das eher noch so. So ungefähr. Aber man hört, es geht. Heutzutage klingen die eher etwas brummiger. Na? Also, man kann mit einer Dose Formel 1 Sounds machen, wir müssen das auch noch so realistisch hinbekommen, dass alle denken, das ist realistisch. Aber wir zeigen euch mal, wie 6 Leute mit einer Dose als Formel 1 Sound klingen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ja, synthetische Sounds klingen nicht so gut, die liegen uns auch nicht so sehr. Wir wollen es in echt haben, das heißt, wir haben mit Dosen geübt. Es kommt aber ein bisschen auf die Dose drauf an. Ich kann das mal vorführen. Klingt ganz gut. Besser? Am besten. So hat jeder sich seine Dose gesucht. Wie klingt deine? Oh, Motor. Läuft schon wieder nicht, das Ding, ne? Kann nicht sein, ey. Neuen Motor, nimm mal einen 8-Zylinder. Motorwechsel ans Ende. So sind die Regeln. So, Pole Position rausgeholt, hau ab. Ich würde mal sagen, wir sind soweit.
Wir waren neben Ja, dir. der war hier ein Unfall, ey, der hat uns abgelenkt. Scheiß Unfall hier, verdammt nochmal! Wir werden sabotiert. Knie heil. So, alles heil? Wir üben weiter.